Wie könnte ein rechtskonformes und steueroptimiertes LLC-Setup aussehen, wenn du auswandern willst, wenn du digitaler Nomade sein willst oder aber in einem steuergünstigen Land leben möchtest, sagen wir zum Beispiel Dubai? Wie kann man da die US-LLC korrekt, aber steueroptimiert verwenden? Und was ist vielleicht der Vorteil dieser Konstellation im Vergleich zu anderen Konstellationen? Mit diesen interessanten Themen wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Auch für 2026 haben wir wieder viele interessante Seminare und Reisen geplant. Wir bringen dich in attraktive, steuergünstige Länder außerhalb der EU, wo du dir selbst vor Ort einen Eindruck machen kannst, wo du dann auch vielfach gleich Bankkonten vor Ort und einen Wohnsitz etablieren kannst. Und natürlich haben wir auch sehr intensive Seminare, wo wir uns zu dem Thema Auswandern und Steuern befassen, zu verschiedenen Themen. Ich würde mich freuen, dich 2026 bei einem unserer Veranstaltungen persönlich treffen zu können. Alle Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja schon viele Videos gemacht zum Thema amerikanische LLCs. Wir haben auch die Vorteile dieser Rechtsform vielfach aufgezeigt. Wir haben auch die Nachteile der Rechtsform dargelegt, gerade für deutsche Steuerzahler. Schau dich einfach auf unserem Kanal um, wenn dich dieses Thema interessiert. Ich möchte jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Aspekt nochmals genau eingehen. Ich werde einige Sachen kurz anschneiden, sondern es geht mir jetzt hier eigentlich darum, konkret einmal aufzuzeigen, wie könnte ein solches LLC-Setup funktionieren, was steueroptimiert, aber gleichzeitig auch rechtskonform ist. Was sind vielleicht die Vorteile eines solchen LLC-Setups gegenüber anderen Konstellationen? Also zunächst mal ganz kurz zur Zusammenfassung. Gewinne einer amerikanischen LLC, die von einer natürlichen und juristischen Person gehalten werden, sind in den USA nicht zu versteuern, wenn es in den USA keine Betriebsstätte gibt. Du kannst natürlich amerikanische Kunden haben, aber eben keine amerikanische Betriebsstätte. Es gibt dann auch in den USA keine Buchhaltungspflicht. Das macht die LLC zur optimalen Offshore- und Briefkastengesellschaft, denn du bekommst ja für diese LLC eine amerikanische Steuernummer und kannst dann zum Beispiel auch Konten bei wichtigen Banken in den USA und natürlich auch in der EU, zum Beispiel Wise oder Revolut, für diese Firma eröffnen. Sie ist daher auch aufgrund der Tatsache, dass es in den USA kein Transparenzregister gibt und auch kein mit der EU oder Deutschland vergleichbares Handelsregister, wo man zum Beispiel Bilanzen einreichen muss, wo die Details der Gesellschafter und der Geschäftsführer veröffentlicht werden. Die LLC ist also somit ganz klar ein sehr beliebtes Vehikel für viele Auswanderer. Deutsche Staatsbürger haben allerdings das Problem, dass es die erweiterte beschränkte Steuerpflicht gibt. Betreibst du also als digitaler Nomade zum Beispiel eine amerikanische LLC und hast gewerbliche Einkünfte und diese LLC wird als typische Briefkastengesellschaft betrieben, dann sind die Gewinne noch für 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig. Auch dazu haben wir ja schon viele Videos gemacht. Das heißt, der rechtskonforme Einsatz der amerikanischen LLC ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn man deutscher Staatsbürger ist. Österreicher und Schweizer haben damit kein Problem. Und wie gesagt, auch bei Deutschen betrifft das nur gewerbliche Einkünfte. Freiberufler sind davon nicht betroffen. Berufe, wie sie in Paragraph 18 des Einkommensteuergesetzes definiert sind. Dort gibt es dann möglicherweise andere Herausforderungen. Siehe zum Beispiel den sogenannten Verwertungstatbestand. Wie gesagt, Schweizer, Österreicher haben dieses Problem nicht. Das heißt, sie können nach Lust und Laune nach der Auswanderung LLCs gründen, verwenden und natürlich auch andere Briefkastengesellschaften, ohne dass sie hier irgendetwas zu befürchten hätten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Staatsbürger der meisten anderen Staaten. Für deutsche Staatsbürger, wie gesagt, heißt das ganz konkret, dass sie auch nach der Auswanderung als Digitalnomaden oder wenn sie in ein Niedrigsteuerland umgezogen sind, wie zum Beispiel Dubai, eine tatsächliche Betriebsstätte haben müssen. Das heißt nicht, dass sie Steuern zahlen müssen. Also auch wenn du zum Beispiel auf die Cayman Islands ziehst und dort eine Firma gründest und mit dieser Firma von dort arbeitest, zahlt ihr ja keine Steuern. Es kommt nicht darauf an, dass Steuern bezahlt werden oder nicht. Es kommt darauf an, dass es eine wirkliche Betriebsstätte gibt. Das heißt also eine feste Einrichtung. Und de facto bedeutet es natürlich im Grunde genommen, dass die Gewinne einmal ordentlich irgendwo erklärt werden, dass irgendwo eine Steuererklärung eingereicht wird. Das ist für deutsche Staatsbürger, für digitale Nomaden und jene, die ein Niedrigsteuerland umziehen, essentiell. Ansonsten, wie gesagt, bleiben die Gewinne aus einer solchen Konstellation in Deutschland steuerpflichtig. Da würde man vielleicht jetzt sagen, okay, damit hat sich ja die LLC erledigt. Die braucht
brauche ich ja dann gar nicht zu verwenden. Aber das ist natürlich nicht der Fall, denn ich kann ja die LLC so einsetzen, dass es eine rechtskonforme Betriebsstätte gibt. Damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt eine Betriebsstätte in den USA, wobei dazu komme ich dann gleich auch noch. Wie gesagt, ich sage es nochmal, die steueroptimierte LLC hat ja in den USA keine Betriebsstätte, sonst wären die Gewinne dort steuerpflichtig. Also per Definition ist das eine Briefkastengesellschaft. Damit fällt sie also genau unter diesen Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes und die sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte oder auch Floating Income, wie man dazu vielfach sagt. Das heißt, standardmäßig, sagen wir mal, wenn du jetzt nach Dubai umziehst oder mal angenommen, du würdest nach Bulgarien umziehen, ja beides steuerlich attraktive Länder, würdest du normalerweise dort eine Firma gründen. Diese Firma stellt dann Rechnungen an deine Kunden und du zahlst dann eben dort Steuern, zum Beispiel in Dubai die 9%, nachdem du die Freibeträge erschöpft hast. Und in Bulgarien gibt es ja auch sehr interessante Konstellationen, dass du zum Beispiel 7,5% Einkommensteuer auf den Umsatz bezahlen musst. Das heißt im Grunde genommen auch keine Buchhaltung machen musst, wenn du Einzelunternehmer oder Freiberufler bist. Also du zahlst ein bisschen an Steuern, dafür ist aber alles rechtskonform. Dennoch haben wir zum Beispiel Mandanten, die in Dubai wohnen und dennoch eine LLC verwenden. Ich mag mich an einen Mandanten erinnern, der schreibt also alle seine Rechnungen komplett von der LLC aus, der tritt also am Markt mit der LLC auf, hat dann sein Einzelunternehmen in Bulgarien. Dieses Einzelunternehmen in Bulgarien schreibt Rechnungen an seine LLC, zieht die Gewinne also somit aus der LLC raus. Damit hat er in Bulgarien eine Betriebsstätte, zahlt dort eben ein bisschen Steuern, hat also damit das Problem der sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte dann umschifft. Er hat ja keine betriebsstättenlosen Einkünfte, denn die Betriebsstätte ist in Bulgarien. In Bulgarien gibt es auch nicht wirklich eine Anwesenheitspflicht. Dort ist es steuerlich ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, wenn du dort einen Wohnsitz hast und zusätzlich eben auch noch ein Einzelunternehmen, dann löst du dort die unbeschränkte Steuerpflicht aus, unabhängig davon, wie viele Tage du dich vor Ort aufhältst. Das heißt also, damit kannst du im Grunde genommen auch reisen, hast dann aber eben deinen Wohnsitz in Bulgarien. Du brauchst natürlich dann dort auch eine Wohnung. Das Gleiche würde natürlich im übertragenen Sinne auch in Dubai funktionieren und natürlich in vielen anderen Ländern auch. Wir haben ja hier schon oft über Georgien gesprochen. In Georgien gibt es ja Einzelunternehmen, wo du dann 1% Steuern bezahlen musst. Und in ähnlicher Weise gibt es interessante steuerliche Konstellationen in anderen Ländern. So, warum aber würde man das jetzt so machen? Nun schauen wir uns das Beispiel aus Bulgarien nochmal an. Die LLC hatte den großen Vorteil, dass es kein Transparenzregister gibt und auch kein wirkliches Handelsregister. Es gibt zwar die Webseiten vom Secretary of State in jedem Bundesstaat, wo dann der Name der LLC und die Adresse veröffentlicht wird, aber keine weiteren Daten in vielen Fällen. Also in vielen Bundesstaaten werden zum Beispiel keine Namen der Eigentümer veröffentlicht, man muss auch keine Bilanzen oder sowas hochladen. Das heißt, man hat ja einen ganz gewaltigen Schutz der Privatsphäre. Außerdem habe ich natürlich die beschränkte Haftung, was ich beim Einzelunternehmen nicht habe. Das heißt also, dadurch, dass der Mandant, der zum Beispiel in Bulgarien wohnt, Rechnungen an seine Kunden der LLC schreibt, tritt er nach außen hin erstmal auf, nicht als ein Bulgare, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Nichts gegen die Bulgaren natürlich, aber in manchen Branchen ist es vielleicht jetzt nicht so vorteilhaft, wenn man als bulgarisches Unternehmen auftritt. Also wie gesagt, no offense. Ich sage das jetzt nicht hier, um schlecht gegen die Bulgaren zu reden. Ich rede jetzt ja einfach nur von Außenwirkung. Es sieht vielleicht besser aus, wenn man hier als amerikanische LLC auftritt. Gleichzeitig hat er also diesen Sichtschutz. Das heißt also, man kann nicht wirklich sehen, wer dahinter steht. Man kann ja auch sehr schön dann zum Beispiel ein Impressum gestalten. Und er hat den Haftungsschutz. Gleichzeitig schützt er sich natürlich auch vor Abmahnung. Das ist ja ganz klar. Denn wenn du eine LLC hast und eine Abmahnung bekommst, dann kannst du ja eigentlich direkt in die Tonne treten. Das hat für die amerikanische LLC im amerikanischen Rechtsraum keinerlei rechtliche Auswirkung, eine solche Abmahnung. Das ist für amerikanische Unternehmen absolut nicht relevant. Also, da haben wir schon mal ein paar handfeste Vorteile, was den Marktauftritt anbelangt. Das Ganze geht natürlich auch noch weiter. Wir hatten hier schon in verschiedenen Videos besprochen, dass man mit einer LLC dann wunderbar Bonität in den USA aufbauen kann. Einmal zunächst die persönliche Bonität und dann natürlich auch Bonität in der Gesellschaft selbst, wenn einmal der persönliche Credit Score in den USA steht. So, wenn du jetzt zum Beispiel wie der Mandant, der in Bulgarien ansässig ist, sehr hohe Kosten im Monat hast für Facebook-Werbung, für Google-Werbung zum Beispiel, dann kannst du das alles über amerikanische Kreditkarten dann abrechnen und sammelst da
ganz gewaltige Punkte, die du dann zum Beispiel in Meilen umwandeln kannst und somit letztlich dann günstig upgraden kannst zu Business Class oder First Class sogar, wenn du dann weltweit rumreist. Die meisten Mandanten bekommen Kartenlimits in Höhe von mehreren 10.000 Dollar, von mehreren 10.000 Euro. Das Ganze geht natürlich auch noch viel weiter. Schauen wir uns das Beispiel Dubai nochmal an. Wir haben Mandanten, die leben in Dubai, verwenden aber auch eine amerikanische LLC, gerade auch wegen dieser Kreditkarten. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, der in mehrere Off-Plan-Immobilien in Dubai investiert hat. Da muss man dann immer wieder Zahlungen machen, einige 10.000. Das kann der ebenfalls über diese amerikanischen Kreditkarten machen. Und das hilft ihm auch wieder natürlich Punkte zu sammeln, weitere Bonität aufzubauen und somit natürlich auch höhere Kreditlimits zu bekommen. Nur damit wir uns hier völlig richtig verstehen. Es geht jetzt nicht darum, dass man sich jetzt hier von amerikanischen Banken Geld leiht, weil man das Geld nicht hat. Ich meine, der Mandant hat natürlich das Geld, diese 20.000, 30.000 Euro auch direkt für die Off-Plan-Immobilie zu finanzieren. Aber er steuert das eben bewusst über die Karte, um dann die Meilen zu sammeln. Du hast ja bei guten amerikanischen Kreditkarten sammelst du ja dann doppelte, dreifache, vierfache Punkte pro US-Dollar, welche du ausgibst. Und da kommst du natürlich dann schon sehr schnell Hunderttausende von Punkten und damit natürlich auch Meilen, die dir wiederum zum Vielfliegen nützen können. Die Karten sollte man jeden Monat abbezahlen, das ist ganz klar, sonst wirkt sich das relativ schnell negativ auf den Credit Score aus. So, wenn wir schon dabei sind, über Bankkonten zu sprechen, dann haben wir natürlich dann sofort gleich den nächsten Vorteil. Du bist wirklich dann außerhalb der EU mit deinen Finanzen. Wenn du dir überlegst, dass so alles in der EU passiert, wie die EU immer mehr zum Überwachungsstaat wird, denken wir zum Beispiel nur an das europäische Bankkontenregister, was ja spätestens 2029 eingeführt wird. Da werden also die bestehenden Bankkontenregister in der EU verknüpft. Dann hat zum Beispiel auch das deutsche Finanzamt die Möglichkeit, in alle deine Konten EU-weit hineinzuschauen. Nicht, dass ich davon ausgehe, dass du jetzt irgendwas verstecken willst von dem Finanzamt oder dass du dir Steuern hinterziehst, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere nicht sehr wohl damit fühlt, wenn er zum Beispiel auswandert, sagen wir mal nach Bulgarien, lebt dann in Bulgarien, zahlt da wenig Steuern, hat ein erfolgreiches Einzelunternehmen und sein Finanzamt, wo er weggezogen ist, einfach mal eben schnell reinschauen kann, was da auf seinem bulgarischen Konto passiert. Hier geht es nicht um den automatischen Informationsaustausch OECD CRS, das ist ein komplett anderes System. Das funktioniert ja bekanntlich nach Ansässigkeit. Hier geht es um das europäische Kontenregister. Also, wenn du da im amerikanischen System unterwegs bist du davon komplett getrennt, dann kann dir das völlig egal sein, was da passiert. Wie gesagt, OECD, CRS, also den Informationsaustausch gibt es auch nicht. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, naja, die Amerikaner sind jetzt ja auch nicht gerade zart beseitigt, was Überwachung angeht. Stimmt, da stimme ich dir zu. Aber dadurch, dass du ja in den USA nicht unbeschränkt steuerpflichtig bist, weil du da nicht wohnst, weil du kein Amerikaner bist, oder kein Green Card-Inhaber bist, bist du eigentlich den amerikanischen Steuerbehörden komplett egal. Interessiert die nicht, was du machst. Im Gegenteil, die sind dir dankbar, dass du das amerikanische Finanzsystem nutzt und dafür sorgst, dass der Dollar weiter am Leben gehalten wird, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt weder in Bulgarien leben willst, noch in Dubai zum Beispiel komplett digitaler Nomade sein willst, dann könntest du dir vielleicht sogar überlegen, eine Betriebsstätte in den USA zu etablieren. Jetzt denkst du vielleicht, ups, Betriebsstätte in den USA, das heißt ja, dass dann die Gewinne der LLC in den USA steuerpflichtig sind. Genau das ist absolut der Fall, aber eben ganz bewusst. Und ich werde jetzt kurz erklären, warum das vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie du dir das vorstellst. Unter der Annahme, dass du in den USA eine Betriebsstätte darstellen kannst, also dass du dort möglicherweise einen oder anderen Mitarbeiter hast, der für dich arbeitet, das macht natürlich nur Sinn, wenn das Ganze auch in dein Konzept passt oder du dich selbst in den USA aufhältst, um dort zum Beispiel Deals abzuschließen. Dann würden die Gewinne der LLC in den USA steuerpflichtig werden. Du würdest dann im Grunde genommen die amerikanische Bundessteuer bezahlen müssen. Sozialabgaben, also die sogenannte Self-Employment Tax, würde nicht anfallen, weil du ja nicht in den USA ansässig bist. Mit welchen Steuern müsste man rechnen? Bei einem Gewinn von 60.000 Dollar ungefähr mit 5.600 Steuern, das sind 9%. Bei 120.000 Gewinn müsstest du mit 16.000 Steuern rechnen, das sind ungefähr 13%. Bei 180.000 Dollar Gewinn müsstest du mit ca. 27.000 Steuern rechnen, das sind 15%.
Bei 250.000 Dollar Gewinn müsstest du mit 41.000 Dollar Steuern rechnen. Das sind ungefähr 16%. Und bei 500.000 Dollar Gewinn müsstest du mit circa 109.000 Steuern rechnen. Das sind 21%. Also, das heißt, die Steuersätze, wie ich es ja schon oft gesagt habe, sind ungefähr so wie in der Schweiz, tendenziell natürlich auch noch niedriger, vor allen Dingen, weil du eben keine Sozialversicherung bezahlen musst. So, jetzt kannst du aber natürlich die steuerbaren Gewinne noch weiter reduzieren, indem du dir ein Gehalt von der LLC bezahlen lässt. Dieses Gehalt muss ja dann in den USA nicht versteuert werden. Es werden keine Sozialbeiträge fällig, weil ja die Arbeit nicht in den USA verrichtet wird. Unter der Annahme, dass du in keinem anderen Land steuerlich ansässig bist, weil du Digitalnomade bist, müsstest du das Gehalt natürlich auch dort nicht versteuern. Und unter der Annahme, dass die LLC tatsächlich eine Betriebsstätte in den USA hat, kannst du dann vielfach natürlich auch das Doppelsteuerungsabkommen nutzen, was dich ja dann weiterhin schützt, wenn du dich kurzzeitig in bestimmten Ländern aufhältst und dort für die LLC tätig bist. Das heißt, dann hast du auch nicht das Problem, dass du dort dann zum Beispiel beschränkt steuerpflichtig werden würdest auf dieses Gehalt. So, jetzt nehmen wir also das gleiche Rechenbeispiel von gerade eben nochmal an. Sagen wir mal, du machst 120.000 Dollar Gewinn, lässt dir dann aber ein Gehalt von 60.000 Dollar auszahlen. Dann wären wir wieder bei einem steuerbaren Gewinn von 60.000. Du würdest wieder 5.600 Dollar Steuern bezahlen. Das heißt, du bist dann im Grunde bei einer effektiven Steuerlast von weniger als 5%. Und je höher der Gewinn ist, desto höher wird natürlich dann auch der Steuersatz, analog zu dem, was wir gerade eben gesagt haben. Natürlich, wie gesagt, dann gibt es Buchhaltungspflicht in den USA. Die Buchhaltungspflicht hat natürlich auch wieder den Vorteil, dass es sich positiv auf die Bonität der Gesellschaft auswirkt. Wir arbeiten zum Beispiel mit verschiedenen Regionalleitern der Chase Bank zusammen. Wenn wir dort amerikanische LLCs präsentieren, die einen schönen Umsatz haben, sagen wir mal zum Beispiel 1 Million Dollar oder mehr und auch die entsprechende Buchhaltung haben, selbst wenn jetzt der Eigentümer nicht in den USA wohnt, bekommt man hier ebenfalls natürlich sehr attraktive Konten und Kreditkarten, auch wenn man zum Beispiel noch keinen Credit Score in den USA aufgebaut hat. Dann hast du natürlich diese sehr attraktiven Karten, von denen ich vorhin gesprochen habe, sehr viel schneller, als wenn du jetzt erst einen Score aufbaust. Das heißt also natürlich, Buchhaltung zu machen, betriebswirtschaftliche Auswertungen vorlegen zu können, das kann auch Vorteile haben. Das muss jetzt nicht nur Nachteile haben. Und da es ja in den USA für die Gesellschaft keine Mehrwertsteuer gibt, hält sich die Buchhaltung natürlich de facto auch in Grenzen und sollte in der Tat wirklich gar nicht so schwierig sein. Auch die Jahresabschlüsse sind ja nicht zu vergleichen jetzt zum Beispiel mit Jahresabschlüssen für deutsche, für europäische Gesellschaften. Also mit dieser Lösung kannst du dann wirklich alle Vorteile eines attraktiven Lifestyles kombinieren. Du bist digitaler Nomade, du hast trotzdem keine betriebsstättenlosen gewerblichen Einkünfte, denn wie gesagt, du hast ja eine Betriebsstätte in den USA ausgelöst, du zahlst ein bisschen Steuern, nutzt dir aber zum Beispiel die Möglichkeit eines steuerfreien Gehaltes aus. Du musst ein bisschen Buchhaltung machen, aber kannst dafür im Gegenzug möglicherweise sehr attraktive Banking-Optionen in den USA nutzen, komplett losgelöst vom europäischen System, was aus vielerlei Hinsicht für dich möglicherweise attraktiv sein könnte. So, wir können dich natürlich unterstützen bei allen Aspekten rund um diese LLC. Wir sind seit 2008 in den USA tätig. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Wir haben seitdem vielen Mandanten geholfen, ebenfalls in die USA auszuwandern oder aber dort Unternehmen zu etablieren. Alle Details dazu auf unserer Webseite, Link dazu packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Auch das sind natürlich Themen, die wir auf unseren Seminaren behandeln. Aber freilich kannst du auch jederzeit eine Beratung buchen. Details dazu ebenfalls in der Beschreibung zu diesem Video. Ich selbst, wie gesagt, bin 2008 in die USA ausgewandert, aber habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen. Zunächst eben in die Schweiz. Das war mein erster Schritt und von dort dann eben in andere Länder. Ich bin bestens mit diesen Sachverhalten vertraut und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.